Das Ross des Horimirsch. Etliche aus dem Volke kamen 846 zu dem Herzoge Chasomysl und hielten ihn den großen Mangel des Brotes vor, welcher in diesem Lande von nirgends anders als von den Bergleuten, die den Ackerbau verlassen, herkomme. Sie baten den Herzog, er wolle alle Bergleute von dieser Arbeit und besonders Shibram, die Eule, Pisak und Schittenhof abzustehen befehlen. Der Herzog hörte seiner Untertanen Bitte an und sagte ihnen zu, er wolle solches tun. Aber nach ihrem Abzuge erwog er, dass dieser Mangel des Brotes seiner Person unschädlich und der Hunger ihm wenig angehe. Und dieweil er sich die große Begierde des Goldes und Silbers einnehmen ließ, stellte er diese Bitte in Vergessenheit. Seine Untertanen aber sahen täglich auf, wenn dann der Herzog seine Zusage erfüllen wollte, und verlangte sie danach nicht wenig, besonders den Horimirsch, der ein sehr beherzter und verständiger Mann war. Dieser hatte seinen Wohnsitz zwischen der Stadt Beraun und Shibram, unter dem Gebirge Ausani genannt, auf einem Schlosse mit Namen Neumitl, welcher es am meisten in Acht nahm, damit dem Mangel an Brotes vorgekommen und der Bergarbeit gesteuert werden möchte. Als nun die Bergleute im Jahre 847 solches, was im vergangenen Jahre auf Visehrad gehandelt und besonders, dass der Horimirsch Neumitls der größte Ursacher wäre, dass man in den Gold- und Silberbergwerken nicht arbeiten sollte, vernommen, fassten sie einen großen Neid auf ihn und kamen in Frühlingszeit zusammen, Rat untereinander nehmend, wie sie sich an ihm rächen möchten. Ein Teil wollte, man sollte ihn erschlagen, und die anderen rieten, man sollte ihm so lange Brot in den Mund stopfen, bis man ihn erwürgete. Nach langer Disputation wurden sie einig, dass sie ihn bei nächtlicher Weile überziehen und gefangen nehmen wollten. Dem Horimirsch, der sich auch nach mancherlei Träumen und Bedeutungen zu richten wusste, war dieser Handel und ihr Vornehmen unverborgen. Und als er von ferne gesehen, dass sich eine große Anzahl der Bergleute zu seinem Schlosse naheten, da saß er auf sein überaus geschwindes Ross, das er Schemmek nannte, und entritt. Da sie sahen, dass Horimirsch die Flucht ergab, eileten sie zu seinem Hofe zu, zerrissen die Getreideschober, und was sie fortbringen konnten, das trugen sie davon. Das andere aber zündeten sie mit Feuer an und sprachen: Dieweil sich Horimirsch des Hungers besorgt hat, so mag er denselben leiden. Und als sie hinweg waren, kam Horimirsch wieder und trachtete Tag und Nacht darauf, wie er sich an den Bergleuten rächen möchte. Und als er seine Zeit ersah, saß er bei der Nacht auf sein Ross Schemmek, ritt eilends gen Shibram und zündete den Bergleuten ihre Hütten an, und die er antraf, erschlug er mit dem Schwert. Er verstürzte ihnen auch mit seinen Gehülfen, den Nachtgeistern, ihre Schächte und ritt noch dieselbe Nacht zum Herzog und gestellte sich vor ihm mit dem Frühesten, als wenn er nichts um die Sache wüsste. Die Bergleute schickten alsbald Kläger zum Herzoge, dass er ein Volk gegen Neumitl abfertigen und den Horimirsch wollte fahren lassen. Der Herzog sah den Horimirsch, welcher vor ihm stand, an und fragte ihn, warum er einen solchen Schaden und seinem Herrn diesen Verdruss mutwilligerweise tun dürfen. Er antwortete: Ehrenreicher Fürst, ist doch dies, dessen mich diese anklagen, der Wahrheit ungemäß, nämlich, dass ich in jener Nacht als vorgestern zwischen Shibram und Las etliche Personen sollte ermordet haben. Wie wäre mir dies möglich, allein zu vollbringen? Zum anderen, dass ich viele Silberbergwerke und Schächte mit großen Steinen soll verstürzt und verwüstet haben. Lieber, bedenk, ob ich auch dieses für meine Person in einer Nacht hätte zu Wege bringen können. Und über dies alles hast du mich des Morgens früh, als solches in der Nacht zuvor soll geschehen sein, allhier auf dem Visehrad vor dir gesehen. Deshalb bitte ich, du wolltest es bewegen, ob dieses, was sie also von mir sagen, die Wahrheit sei. Der Herzog Chasomysl ward, von wegen der Bergschächte und des ergangenen Schadens, sehr betrübt, ließ den Horimirsch in ein Gewölbe verschließen, die ältesten Vladyken erfordern und klagte ihnen, was sich zugetragen hatte. Mittlerweile kam eine große Menge der Bergleute und Fundgrübener, denen der Schaden zugestanden, und ruften den Herzog um Rache an.
Der Herzog setzte sich mit den Edlen nieder und hörte den Handel und die Anklage ordentlich. Der Hohe Myrsch, welcher entgegenstand, gab darauf seine Antwort und entschuldigte sich wie zuvor. Der Herzog stand in Zweifel, und die Vladyken hörten solches, was sich mit Verwüstung der Bergwerke zugetragen, sehr gerne. Aber die Bergleute schrien, riefen um Rache und baten den Herzog, dass er den Mörder, Mordbrenner und Verwüster des fürstlichen Schatzes vermöge der vorigen fürstlichen Ordnung mit Feuer verbrennen lassen wollte. Die Vladyken verwendeten sich mit allem Fleiß, bittend, sintemal die Klage auf ihn nicht erwiesen, der Herzog wolle ihn beim Leben erhalten. Der Herzog, den der Geiz besessen und der mehr das Bergwerk als die Erschlagenen beklagte, sprach dieses Urteil: Dieweil der Horimils von vielen angeklagt und ihrer viele, die ihn bei dem Handel, da er gemordet und gebrannt, gesehen, Zeugnis geben, so soll er sterben. Nachdem er aber mir mit Feuer einen Schaden zugefügt, solches will ich ihm vergeben, also dass er nicht verbrannt werde. Allein von wegen des Mordes, so er sich mit seinem Schwerte auf dem Bergwerke eingelassen, mit demselben soll ihm der Kopf abgeschlagen werden. Als der Hohe Myrsch vernommen, dass er verurteilt und sterben sollte, redete er vor dem Herzog und den Vladyken also: Ehrenreicher Fürst, nun sehe ich wohl, dass ich von dir zum Tode verurteilt bin, aber ich hoffe, die Götter werden anders urteilen. Und dieweil ich ja nicht länger leben soll, so bitte ich doch, du wolltest mir vergönnen, dass ich, ehe ich dann sterbe, mich auf mein liebes Ross setzen und es in diesem Schlosse ein wenig tummeln möge, und alsdann verfahre mit mir nach deinem Gefallen. Der Herzog lachte zu diesem, befahl, man solle das Schlosstor mit allem Fleiß verriegeln und mit Wächtern besetzen, und erlaubte dem Hohe Myrsch, dass er sein Ross satteln, sich darauf setzen, sein Schwert angürten und vor seinem Ende kurzweilen möchte. Hohe Myrsch ging in den Stall und redete etwas mit seinem Rosse, wie denn die Stallknechte nachher Bericht gaben, sattelte dasselbe, führete es hinaus, setzte sich darauf und jauchzete. Das Ross fing an zu springen und sich munter zu tummeln. Der Herzog sah mit dem Vladyken zum Fenster hinaus und verwunderte sich sehr darüber. Als er nun zum anderen Male jauchzete, sprang das Ross mit ihm von einem Schlosstore bis zum anderen. Zum dritten Male jauchzete er und sprach: Nun wo anschämmig, hui, in die Höhe! Und das Ross antwortete: Herr, halt dich an! Und sprang hiermit über alle des Schlosses Mauern bis hinüber auf die andere Seite der Moldau. Der Herzog sah mit dem Vladyken hinnach und wurde gewahr, dass der Hohe Myrsch mit seinem Rosse nach dem Schlosse Rodotin eilen tät. Nach solchem Wunder baten die Vladyken allesamt, sowohl als die Diener, die gegenwärtig waren, den Herzogen, dass er den Hohe Myrsch seine Verbrechung zu Gnaden wenden wolle. Der Herzog sandte ihm nach gen Neumittel, ließ ihm sagen, dass er sicher zu ihm kommen solle, es wäre ihm alle seine Schuld vergeben. Hohe Myrsch kam zu dem Herzoge, demütigte sich und zeigte ihm alles an, was er den Bergleuten zu Pschibram zugefügt, auch aus was Ursachen solches geschehen. Der Herzog fragte, wo sein Ross wäre. Er antwortete: Gnädiger Herr, es steht daheim und ist sehr traurig, denn es ihm mit dem unermesslichen Sprunge einen großen Schaden zugefügt hat. Deswegen will ich heimreiten, dass ich's warte. Und als er heimkam, zeigte ihm sein Ross an, es könne nicht länger leben, bat ihn daneben, er solle es, wenn es gestorben, die wilden Tiere und Vögel nicht fressen, sondern vor seines Hofs Tore begraben lassen, welches ist auch geschehen. Die nächste Sage folgt schon bald. Wenn du wieder dabei sein möchtest, lass gern ein Abo da.